Es geht natürlich heute wieder um Systemhärtung, Telemetriedaten, Deaktivierung und Nachweise. Folge der Hardening Insights heute am 17. April. Es ist wie gesagt 13 Uhr. Wir sollten geplant um 13:30 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen früher fertig sein. Ich freue mich drauf und wir legen los. Wir fangen an mit ein paar, nennen wir es mal, Hintergründen. Was ist es überhaupt? Was sind Telemetriedienste, Telemetriedaten? Windows-Telemetriedienste sind Systemdienste. Ein paar kennen das vielleicht, den Connected User Experiences and Telemetry Service, wird auch liebevoll abgekürzt DIAC-Track. Sind also Dienste, die automatisch Diagnose- und Nutzungsdaten von Windows-Geräten erfassen und verschlüsselt an Microsoft übermitteln. Diese Daten dienen laut Microsoft der Sicherheit, der Fehleranalyse, der Zuverlässigkeit und Weiterentwicklung von Windows und wichtig zugehörigen Diensten. Die Architektur, das hat das BSI mal im Rahmen des Sisyphus-Projektes untersucht, ist rechts dargestellt. Es gibt also einfach ein, zwei Windows-Dienste, die Daten ablegen in einem Dateiordner, Program Data Microsoft Diagnosis, und die dann an entsprechende URLs in der Microsoft Cloud senden. So. Wo stört man sich dran? Stören tut man sich daran, dass man nicht genau weiß, was da drin passiert, weil diese Daten werden natürlich verschlüsselt übertragen und auch verschlüsselt gespeichert und so ganz genau weiß man nicht, was da drin steht. Es könnten also auch die Zwecknachverfolgung, Werbung, User-Tracking, vielleicht auch andere Zwecke sein, denn wer weiß eigentlich, was in den Datenpaketen so drin steht. Wir haben uns 2022 das erste Mal intensiver damit beschäftigt und kamen dazu ganz interessanten Zahlen. Windows übermittelt Daten. Punkt. Ein Windows 10 oder ein Windows 11 System in der Standardkonfiguration übermittelt rund 450 Datenpakete mit Telemetrieinformationen an Server von Microsoft. Zumindest dann, wenn es sich um ein ab Werk installiertes System handelt, das nicht entsprechend sinnvoll oder sicher konfiguriert ist. Wie haben wir das gemessen oder wie haben wir das festgestellt? Wir haben den sogenannten System Activity Monitor des BSI getestet. Das ist ein Tooling, das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, entwickelt hat im Rahmen des Sisyphus-Projektes. Das Sisyphus-Projekt umfasste einiges, auch ganz konkrete Hardening-Empfehlungen für Windows 10. Und unter anderem gibt es diesen System Activity Monitor, der das Event Tracing aktiviert und entsprechend prüft, was wird von einem Windows an Microsoft gesendet. Ja, das Ganze wurde im Februar 2023 beispielsweise noch im PC Security YouTube-Channel gemessen und übertragen. Hat man also wirklich Netzwerkanalysen gemacht und man hat tituliert, wurde Windows eine Spyware? So wirklich sagen kann man es heute noch nicht, denn, das gehen wir uns gleich noch, so wirklich bekannte Fälle, dass da wirklich Nutzer ausspioniert worden sind oder die Daten zum Tracking genommen worden sind, dass es auch juristische Verfahren gibt. Das kennt man auch nach vielen, vielen Jahren Windows 10 und Windows 11 und damit auch Telemetriedaten nicht. So, jetzt ist ja die Frage, soll man das jetzt einfach so anwenden? Soll man jetzt einfach so ein Windows installieren und das Ding munter Daten übertragen lassen? Welche Motivation gibt es denn, das zu deaktivieren? Eine Motivation sind sicherlich rechtliche, regulatorische und Compliance-Anforderungen. Fangen wir mal an. Der BSI-Grundschutz fordert sichere Konfiguration. Sowohl im Grundschutz als auch im BSI-Sisyphus-Projekt wird von sicheren Baselines, sicheren Basiseinstellungen, sicherer Konfiguration, Systemhärtung geredet. Und das zieht sich auch, wenn man es dann ins Englische übersetzt, durch alle anderen Regulatoriken, die aktuell so am Markt sind, fort. NIS 2, europäische Gesetzgebung für das Thema Cyber Resilience, fordert was? Secure Configuration Baseline. DORA für den Bereich Banken, Versicherung, Finanzwesen fordert Secure Configuration Baselines. Die ISO 27001, vielleicht für den einen oder anderen hier in dem Webinar interessant, fordert Secure Configuration Management. TISAX im Automotive-Umfeld fordert Systemhärtung. PCI DSS aus der Kreditkarten
verarbeitenden Industrie fordert Secure Configuration Hardening. Cyberversicherung steht jetzt nicht mehr auf der Folie drauf, fordern als Basismaßnahme Systemhärtung, sonst zahlen die nämlich nicht, wenn es zu einem Schadensfall kommt. Das heißt, wer eine Cyberversicherung hat, aber keine Systeme gehärtet hat, ich glaube, die Aussage kann ich so abstrakt stehen lassen, der wird im Zweifel Probleme haben, auch bei einem entsprechenden Cyberangriff das Geld von der Versicherung zu bekommen, wenn er keine Nachweise für Systemhärtung und dazu gehört eben auch das Abschalten von Telemetriediensten bekommen hat. Es gibt datenschutzrechtliche Anforderungen. Die Pakete enthalten IDs und könnten dazu dienen, Rückschlüsse auf Nutzungsverhalten von Mitarbeitern zu ziehen. Nutzungsverhalten und Leistungskontrolle sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt und ist verboten. Also auch datenschutzrechtlich und betriebsverfassungsgesetztechnisch hat man als Unternehmen ein Interesse, das Thema Telemetriedaten in den Griff zu kriegen. Und auch, und das ist, glaube ich, auch ein Argument, was man in der aktuellen Situation auch gerade geopolitisch durchaus mal aufs Tablett werfen kann, wollen wir Microsoft wirklich übermitteln, was wir so am Rechner tun. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass Microsoft weiß, dass ich 10-mal am Tag Word und 27-mal Excel starte und 30-mal den Browser öffne. Das geht aus meiner Sicht Microsoft mal nichts an. Unabhängig von den rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen. Dazu kommt, und jetzt kommen auch ein paar Dinge, wir haben ja immer diesen Dreiklang zwischen Security, Datenschutz und betrieblichen Argumenten. Die Konfiguration von Telemetriedaten kann Einfluss auf den Betrieb nehmen. Also als Beispiel, das ist jetzt ein Screenshot von einem Rechner, der über Intune verwaltet und gemanagt wird. Hat man die Diagnosedienste deaktiviert, dann wird das Sammeln von Diagnosedaten, das ist oben rechts dieser rot umrandete Button, ist nicht möglich. Unten links im Device-Action-Status, also leicht im Hauptfenster rechts von dem Konfigurationsbaum ist dann die Aktion, dass man die Diagnosedaten sammeln will, also Collect Diagnostics, steht auf dem Status Pending. Klar, warum? Es geht nicht, die Diagnosedienste laufen nicht. Das heißt, wir haben bei einzelnen Kunden schon die Situation gehabt im Rahmen von Systemhärtungsprojekten, dass wir für bestimmte Anwendungsfälle tatsächlich auch Telemetriedaten wieder einschalten müssten, um gewisse Features zu benutzen. Ein weiteres Beispiel noch mitgebracht. Auch das ist ganz interessant. Die Härtungsempfehlungen für Telemetriedienste, beispielsweise enthalten in den CIS-Benchmarks zum Thema Härtung, kann bei einem In-Place-Upgrade Probleme machen. Also, ich habe das hier aus dem Artikel entsprechend rauskopiert, leichtes Google nach CIS Level 1 Benchmarks Impacting Windows 11 In-Place Upgrade führt zu dem entsprechenden Titelbild mit diesem netten Biber. Es gibt ein Setting in der Referenz CIS 18.9.17.3. One-Settings-Downloads werden ausgeschaltet. Verhindert, dass Windows Daten über den One-Setting-Service runterladen kann. So, jetzt sagt jeder, was ist denn der One-Setting-Service? Naja, ist gar nicht so einfach zu erklären, weil es nämlich nicht wirklich gut dokumentiert ist in der Öffentlichkeit. Was man weiß, ist, das scheint ein Cloud-Service zu sein und eine Verbindung, die vom Windows 11 Gerät in Richtung des Cloud-Services aufgemacht wird, um beispielsweise Konfigurationseinstellungen und Telemetrie verknüpfte Daten runterzuladen und auch zu senden, um den Computer in einem gesunden Zustand zu halten. So, was immer ein gesunder Zustand ist und was immer da konkret an Daten übertragen wird. Wichtig ist, das kann Impact haben. Es sind einfach 2, 3 Beispiele, die das klar machen. Und die Frage ist ja dann, was machen wir jetzt? Das, was ich eben am Anfang schon kurz erwähnt habe, es wird ja mal viel gemunkelt und im verschwörungstheoretischen Umfeld ist natürlich Microsoft auch ein gern gesehener Gegner, gerade im Umfeld Telemetriedaten auch. Aber, und das ist auch Teil der Wahrheit, nach aktuellem Stand ist trotz 11 Jahren Windows 10, also 2014, 15 kam es, glaube ich, raus, wo die Telemetriedienste dann noch aktiviert waren. Es ist kein Verfahren und keine Verurteilung wegen Spionage bekannt. Es gibt einfach nichts. Ja, es gibt viel Diskussion, es gibt viel Blogbeiträge. Das Netz, in Anführungszeichen, ist voll davon.
Aber wenn man mal weiter guckt, es gibt kein Verfahren, keine Verurteilung wegen Spionage über die Telemetriedatendienste. Bleibt also so ein bisschen noch das Thema, wie komme ich an belastbare Daten und Fakten? Also nehmen wir uns doch, wie man das so macht, die Produktdokumentation als Referenz. Und da ist zum Beispiel für Diagnostic Data klar definiert, was erhoben wird. Fehlerinformationen, Informationen über das Gerät und die Applikation und die Treiber, Performance, Daten des Update-Prozesses, Performance von Updates und Daten über Geräte, die Upgrade-Fehler haben. Also eigentlich ja nichts, wo man sagen würde, naja, das ist jetzt kritisch. Wenn ich Entwickler wäre, ist ja sowas gar nicht so verkehrt. Aber ganz so einfach ist es halt auch nicht. Gerade in der aktuellen geopolitischen Situation bleibt so ein ungutes Gefühl zurück, weil natürlich außer dieser Produktdokumentation halt auch nichts da ist. Es ist nichts Belastbares da. Und was man auch sagen muss, es gibt natürlich die Option, da gucken wir uns gleich mal ein paar verschiedene an, die Telemetriedaten zu deaktivieren. Plus, wir haben natürlich die rechtlichen Vorgaben. Heißt also, eine bewusste Entscheidung ist Pflicht. Ja? Telemetriedaten deaktivieren. So, ich habe mir mal einen Screenshot mitgebracht jetzt von meinem eigenen Gerät. Das kann man natürlich pro System machen. Pro System heißt dann Diagnostics Data. Pro System bedeutet, dass man in das Privacy in den Privacy and Security Bereich reingeht, dann in den Bereich Diagnostics and Feedback und sich dann entsprechend anschaut, was dort für Einstellungen da sind. Also kann ich Diagnosedaten senden? Ja, nein. In dem Screenshot, das sieht man hier, ist es auf ausgeschaltet. Dazu führt, dass man auch, der zweite rot unterstrichene Punkt, keine optionalen diagnostischen Daten sendet. Auch nicht zum Thema Inking and Typing, sprich also die Schrift und die Tippeingaben und eben entsprechend auch keine diagnostischen Daten sich ansehen kann oder löschen. Warum? Weil es keine gibt, die erhoben werden. Jetzt ist das natürlich pro Einzelrechner. Das wäre tatsächlich sinnvoll, das zu Hause zu tun, das einzustellen, wenn man nicht das Microsoft lernt oder sich verbessert durch meine eigenen Daten. Im Unternehmen selbst gibt es natürlich dann das klassische Mittel, die GPO, über den folgenden Pfad. Das ist Computer Configuration, Templates, Windows Components, Data Collection and Preview Builds, Allow Telemetry. Der spannende Punkt ist, es gibt darüber hinaus natürlich auch noch weitere Pfade. Es gibt Registry-Skripte, es gibt grundsätzlich einen Dienst Allow Telemetry, der auf 0 gesetzt werden kann. Das hier auch mal rausgezogen und habe das mal hier in den Screenshot reingepackt. Also es gibt mannigfaltige Sammlungen an Möglichkeiten, wie Telemetriedienste deaktiviert werden können. Spannend wird jetzt der Punkt, weil wenn jetzt wahrscheinlich einige sagen, boah, Florian, das ist doch ein alter Hut. Das machen wir doch schon seit Jahren. Stimmt. Aber es geht natürlich weiter. Das Betriebssystem ist bei weitem nicht mehr alles, was Telemetriedaten erhebt, wenn der Edge genutzt wird. Und das kann ja jeder gerne mal selbst jetzt mitmachen. Einfach mal in die Settings vom Edge, also Edge Doppelpunkt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Backslash Settings oder Slash Settings, einfach mal aufrufen und dann mal auf Privacy Search and Services gehen. Es gibt natürlich auch da wieder diese Do Not Track Requests. Es gibt die Möglichkeit, Microsoft-Produkte mit Daten unterstützen zu optimieren, Microsoft-Produkte mit Sucheingaben, die man so tätigt, zu verbessern. Das ist der zweite Punkt unten in dem großen roten eingerahmten Kasten. Und allow Microsoft to save your browsing activity, web contents, favorites and others. Das kann man alles anschalten. Auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, will man das? Also auch auf der Applikationsebene, und das ist mir auch ganz wichtig an dieser Stelle, gibt es Telemetriedienste. Es beschränkt sich bei weitem nicht auf die Windows-Telemetrie-Einstellung. Auch im Edge oder auch im Chrome oder auch im Office-Umfeld oder auch im Mozilla-Umfeld gibt es entsprechende Telemetriedienste. Ja, plus weitere Telemetrie-Elemente. Was ist denn mit Geo-Tracking und Geo-IP-Tracking? Hat jeder Browser angeschaltet. Einfach mal unter Settings Privacy unter Windows gucken.
welche Schriftarten benutze ich? Also zum Beispiel, ich öffne ein Dokument in Word und automatisch werden im Hintergrund die Schriften über die Font-Settings konfigurierbar runtergeladen. Wi-Fi-Sense, also Übermittlung von WLAN-Netzwerken. Damit ist relativ simpel Standortbestimmung möglich. Der Windows Defender hat das Microsoft Active Protection Network. Da werden Sample-Daten hochgeladen. Der Registry Key hieß mal eine Zeit lang Spynet, auch ganz interessant, den man an- und abschalten konnte. Der Windows Store übermittelt Telemetriedaten, Geodaten etc. oder bekriegt sie übermittelt. Windows Update Delivery Optimization, weitere Applikationen und Komponenten. Sie sehen und merken es, glaube ich, gerade, das wird komplex. Wie kann man dem Ganzen begegnen? Aus unserer Sicht ist eine sehr gute Maßnahme das Thema Systemhärtung, und zwar auf Basis von Standards und industrieerprobten Empfehlungen. Denn in den Systemhärtungsempfehlungen, beispielsweise vom BSI, die eine eigene Konfigurationsempfehlung für Telemetrie haben, in den Empfehlungen von den CIS-Benchmarks, in den Microsoft Baselines, da geht es an vielen Stellen auch nicht nur Sicherheit, sondern auch um Datenschutz, um Telemetrie und natürlich auch um Rechte etc. Vor allem geht es auch darum, bestimmte Dienste komplett von vornherein zu deaktivieren. Und wenn Dienste ausgeschaltet sind, dann ist de facto die Realität, übermitteln die auch keine Daten mehr an Dritte. Bleibt noch, und das ist halt auch, wir hatten eben die verschiedenen Regulatoriken, NIS2, DORA, ISO 27001 und weitere. Bleibt noch, wenn man das technisch umgesetzt hat, die Frage nach weiteren rechtlichen Anforderungen, nämlich nicht nur einmal härten, weil ich es technisch getan habe, sondern das Ganze monitoren und überwachen. Also, wer stellt denn sicher, dass die Konfiguration auch noch nach Wochen oder Monaten genau so auf dem System aussieht? Wer misst denn auf einem System, ob die 627 Einstellungen auch noch nach 6 Monaten genauso da sind? Wie genau wird das eigentlich wo dokumentiert? Wer dokumentiert? Wo ist denn der Soll-Zustand hinterlegt? Wo ist denn der Ist-Zustand der aktuellen Infrastruktur hinterlegt? Wird das vielleicht sogar automatisch direkt zum Asset in die CMDB geschrieben? Ja. Das heißt, die rechtlichen Anforderungen gehen weit über das Thema, ich setze technisch eine Telemetriedatenübermittlung außer Kraft, gehen also weit darüber hinaus. Und deswegen haben wir in dem letzten Teil noch so ein paar Ideen mitgebracht, wie man Konfigurationen und Einstellungen, die man vorgenommen hat, auch nachweisen kann. Also, Regulatoriken und gleichgestellte Anforderungen fordern Dokumentation. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann das auch ein Betriebsrat sein, das kann der Datenschutzbeauftragte, der Informationssicherheitsbeauftragte sein. Es muss nicht immer der BSI-Auditor, die Versicherung oder sonst jemand sein. Das kann durchaus auch ein interner Anforderer sein. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Nachweise zu erzeugen. Was wir häufig sehen, was viel Zeit kostet, manuell, pro Fall. Screenshots, Text, PowerPoint, irgendwelche E-Mails mit Anhängen, die man sich mühsam erzeugt hat, werden da erstellt. Nächste Stufe könnte sein, automatisiert, beispielsweise über Berichte aus Tools, verschiedene Formate, vielleicht sogar mit irgendwelchen regelmäßigen Jobs einmal die Woche. Vielleicht sogar so, und ich habe da einen kleinen Smiley hinten dran gepackt, direkt integriert in die immer top aktuell gepflegte CMDB. Also einfach aus einem Tool heraus Nachweise erzeugen und die per Schnittstelle sofort zu dem jeweiligen Asset oder in der ITIL-Sprache Configuration Item in die CMDB ablegen. Das kann man einmal die Woche, einmal im Monat machen. Und wenn einer was sehen will, guckt er einfach in die CMDB und muss den Fachbereich gar nicht mehr belästigen damit, dass irgendwelche Nachweise erzeugt werden können. Genau. Tools helfen also viel, wenn der Kontext und die Einordnung klar ist. Was haben wir denn für Tools und was nutzen wir, wenn wir bei Kunden in Systemhärtungsprojekten sind und hier auch dann Telemetriedatenthemen nachweisen sollen und müssen oder auch unterstützend gerufen werden, wenn nachgewiesen werden muss? Es gibt zum Beispiel vom BSI den System Activity Monitor, den habe ich eben schon mal erwähnt. Das BSI hat vor einigen Jahren die Sisyphus-Studie veröffentlicht zum Thema Systemaufbau-Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen. Und daraus leitet die Behörde Tipps zum Härten von Windows entsprechend ab. Leider gibt es aktuell für Windows 11 noch nicht wirklich belastbare Informationen, aber ganz interessant ist ein Open Source verfügbares Tooling, nämlich das System Activity Monitor.
und nach Systemhärtung und Anwendung des System Activity Monitor sieht man relativ zügig, in diesem Feld wurde eine Datenübertragung festgestellt, ja, nein. Bei einem Windows 10 ungehärtet definitiv werden Daten übertragen. Das ist halt die Standard- und Default-Konfiguration. Hat man ein Windows 10 sauber konfiguriert und damit meine ich tatsächlich nach Industriestandards, dann werden auch durch ein BSI-Tool keine Datenpakete A erzeugt oder festgestellt und B übermittelt. Windows 11 gleiches Modell, Windows 11 ungehärtet sendet Daten, Windows 11 sauber konfiguriert eben auch nicht. Was wir auch noch sehr häufig nutzen, vielleicht kennen der ein oder andere das hier jetzt, der im Call ist, vielleicht kennt ihr das schon, das ist natürlich unser Open-Source-Tool, das AuditTab. Wir veröffentlichen also kostenfrei das AuditTab bei GitHub. Das erzeugt einfach lesbare HTML-Dateien und zeigen da den Konformitätsstatus zu anerkannten Hardening-Empfehlungen. Da sind auch die Telemetrieeinstellungen Teil der Prüfung. Wir haben am 20. März, also vor rund 4 Wochen, gezeigt, wie das AuditTab angewendet werden kann, und weitere Videos zum Thema gibt es am YouTube-Kanal. Rechts ist ein Screenshot zu sehen. Da sind eigentlich alle Prüfpunkte sind da grün, bis auf einen, da der Windows-Update-Dienst tatsächlich auch Telemetriedaten übermittelt. Das muss er im Zweifel auch, damit klar ist, welche Updates benötigt werden und welche nicht. Ist der im BSI-Empfehlungsframework, wenn er läuft, als non-compliant, also als rote Fahne dargestellt. Was wir sehen in der Realität ist, der Windows-Update-Dienst läuft in der Regel, und das soll er auch. Und wenn man dann internen Windows-Update-Service benutzt, dann haben wir auch kein Problem mit Telemetriedaten. Also auch hier Augenmaß und angemessene Bewertungen sind immer sinnvoll. Das Audit-Tab. Wir haben natürlich noch Enforce Administrator im Portfolio. Das heißt, wenn ich nicht nur auditiere, sondern tatsächlich auch härten will, kann ich das mit einem entsprechenden Hardening-Tool machen. Da wird die Nachweiserzeugung tatsächlich zum Kinderspiel. Audits dauern noch Minuten, also kurz da aus der echten Praxis. Wir haben einen Referenzkunden im Energiesektor, der wurde vor 2 Monaten, Anfang Februar, bei der Re-Audit für die ISO 27001, die Re-Zertifizierung. Und er sagte zu mir hier, der Prüfpunkt 8.9 Configuration Management war nach 5 Minuten erledigt. Screenshots, Dokumente exportiert, 3 nette Zeilen in eine Mail, Anhänger an den Audit, also Anhänge reingepackt, Mail an den Auditor gesendet, Thema durch. Ja, ist einfach exportierbar per Knopfdruck. Wie kann sowas aussehen? Wir haben hier relativ einfach die Ist-Übersicht. Das heißt, wir haben verschiedene Härtungsempfehlungen, zum Beispiel eine Windows 11 CIS 3.0 Developer-Konfiguration. Steht jetzt hier nicht drauf, hat rund 600-700 Einstellungen, die Konfiguration pro Computer, also pro Developer-PC, was man hier sehr leicht sehen kann. Einige dieser PCs sind compliant, das ist der grüne Balken. Es gibt einen, der ist nicht compliant, und einen Rechner eines Kollegen in dieser Demo-Umgebung, der noch nicht gehärtet ist, wo die Härtung nur zugewiesen ist. Wir haben einen Dateiserver, einen Fileserver, der ist komplett compliant, eine CA, eine 2019er CA, die ist komplett compliant, und unten wieder einen normalen Windows 11 PC, nicht für Developer, sondern für andere Kollegen. Da sind auch entsprechend einige Rechner grün, die Mehrheit, einer ist rot, heißt konkret rot, und das ist das Thema Monitoring. Das Gerät soll eigentlich einige 100 Einstellungen haben, hat es aber nicht. Das bedeutet rot in diesem Zusammenhang. So, das heißt, man hat die Verpflichtung, Einstellungen zu monitoren, und über diese Oberfläche, die man auch sehr einfach exportieren kann auf Knopfdruck, hat man jederzeit den Ist-Stand im Blick. Ist-Stand heißt, wir monitoren alle 15 Minuten, einmal die Stunde, einmal am Tag, je nachdem, wie kritisch das Ganze ist. Ich kenne aktuell wenige Kunden, die tatsächlich überhaupt Konfigurationseinstellungen monitoren. In der Realität gibt es ein Image, das gebaut wird, und das wird dann ins Feld gebracht, und dann läuft das halt. Ob das immer noch so ist nach 3 Monaten oder 9 Monaten und die Einstellungen sich nicht ändern, das prüft in der Realität, zumindest in meiner Realität, prüft es eigentlich keiner mehr. Aber genau das ist das, was die Gesetzgebung fordert inzwischen. Also NIS 2 ist da, DORA ist da, man muss monitoren, um einfach Integrität der Einstellungen sicherzustellen. Es geht nicht nur um eine einmalige Konfiguration, sondern auch um eine laufende Überwachung. Und
Auch das ist ein Beispiel. Das ist jetzt ein Windows 11 Extrakt. Wir erzeugen quasi auf Knopfdruck entsprechende Berichte, die dann auch übergeben werden können an Auditoren. Das war also jetzt am 1.4. habe ich da auf Basis von einigen Benchmarks, also CIS, Baselines für Windows, für Edge, für Chrome, für Firefox eine Härtung gebaut. Man sieht das hier in der Mitte so ein bisschen, dieser Statistiksicht, 700 und ein paar gequetschte an Einstellungen. Heißt also, wir reden da, wie eben auch schon mal erwähnt, nicht über 10, 20, 30 Settings, über die wir bei einem Thema Härtung reden wollen. Wir reden da über 700 und mehr, wenn man da entsprechend sauber konfiguriert. Und das kann man auf Knopfdruck exportieren. Das heißt, wir haben jederzeit die Möglichkeit, sowohl den Soll-Zustand zu erzeugen, wie soll es eigentlich aussehen, den Ist-Zustand zu dokumentieren und wir messen automatisiert Soll-Ist-Zustand. Und falls es Abweichungen gibt, zeigen wir auch, welche das sind. Was bleibt? Aus unserer Sicht haben wir zwei Optionen. Wir kümmern uns drum oder wir kümmern uns nicht drum. Also Telemetriedaten deaktivieren ist aus unserer Sicht dringend geboten. Systemhärtungsempfehlungen helfen, Orientierung zu finden und können auch als fundierte Grundlage dienen. Testen ist allerdings Pflicht. Beispiel Intune, was wir eben hatten, Update-Prozesse, das Thema In-Place-Upgrade. Wir haben auch häufig die Situation, dass wenn man Hardening-Frameworks anwendet, Legacy-Applikationen betroffen sind, die dann vielleicht, wenn man TLS 1.2 erzwingt, gar nicht mehr funktionieren, weil die das gar nicht können. Und wer sich auf das Testing in der eigenen Umgebung beschränken will, weil da hat man vielleicht noch Ressourcen für, wenn man das macht, wenn man ein Lifecycle-Projekt macht, sollte Härtungskonfigurationen im besten Fall nicht selbst bauen. Das kostet Zeit. Je nach Ausbau sind es mindestens wenige 100 bis auch über 1000 Einstellungen pro System. Erste Option, also sich drum kümmern, sauber testen, vielleicht nicht alles selbst bauen. Andere Option, wir lassen die Telemetriedaten im Standard. Das ist zumindest aus unserer Sicht keine Option. Darf natürlich jeder selbst entscheiden. Wenn man es anlässt, dann wäre meine dringende Empfehlung Risikobewertung zusammen mit dem Informationssicherheitsbeauftragten oder der Informationssicherheitsbeauftragten und je nach Prozess dann auch eine Risikofreigabe und eine Risikoakzeptanz. Das geht dann in der Regel nicht mehr auf Basis der IT-Leiter, sondern geht dann hoch in die Geschäftsführung, weil die im Zweifel über DSGVO-Risiken entscheiden müssen. Das ist der formal saubere Weg, ist aus unserer Sicht aber keine Option. 13:29 Uhr. Diese kleine Folge Hardening Insights zum Thema Telemetriedaten ist schon wieder vorbei. Wenn mehr Informationen gewünscht sind, einfach mal Systemhärtung googeln oder uns anrufen oder an kundenbetreuung@fb-pro.com eine kurze Mail schreiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiedersehen und wünsche an dieser Stelle ein schönes Wochenende und ein hoffentlich sonniges Wochenende und sage bis bald. Vielen Dank. Tschüss.